Auf einen Kaffee mit Karl Michael Höferl. Seit September ist er Leiter des Bachelorstudiengangs Sustainability Management und des neu gegründeten Instituts für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft am AMC Krems. Seine Mission: eine neue Generation von Fachkräften auszubilden, die sich engagiert den globalen Herausforderungen stellen und zukunftsfähige, nachhaltige Lösungen für die Wirtschaft entwickeln. Meinen Kaffee trinke ich am liebsten mit Milch und, wie ich jetzt neu entdeckt habe, mit Vanille-Hafermilch. Ins Büro komme ich am liebsten mit dem Fahrrad und, wenn es nicht anders geht, mit Zug oder Auto. Sustainability Management ist eine schwierige Balance für Unternehmen und Organisationen. Auf der einen Seite gilt es, soziale und ökologische Auswirkungen verträglich zu gestalten, auf der anderen Seite aber auch ökonomisch tragfähig zu bleiben. Meine Studierenden haben scheinbar auch erkannt, dass uns Business as usual in der jetzigen Situation, in einer Klimakrise und so weiter, einfach nicht mehr weiterbringt. Mein Forschungsschwerpunkt ist die klimagerechte Entwicklung von Organisationen. Was meint man damit? Dass sich Organisationen auf der einen Seite antizipativ auf Auswirkungen des Klimawandels einstellen und auf der anderen Seite, dass sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nachhaltigkeit ist für mich noch immer persönlich ein sehr herausforderndes Konzept, das ich versuche, in meinem Lebensalltag bestmöglich unterzubringen. Mein persönlicher Fußabdruck beschäftigt mich natürlich und ich versuche den in sehr vielen Bereichen meines Lebensalltags, von der Mobilität begonnen bis hinunter zum Wohnen, natürlich immer zu berücksichtigen und ihn zu minimieren. Meine Energietankstelle ist für mich weniger ein Ort, sondern eher ein Gefühl, das mich so an bestimmte Plätze bringt. Zuletzt beim Laufen auf der Donauwarte in Egelsee zum Beispiel. Der Blick von dort runter war schon sehr beeindruckend. Von meinen Kindern lerne ich vieles, neben Jugendjargon, dass manche Dinge, von denen ich geglaubt habe, dass sie wichtig sind, nicht so wichtig sind und dass manchmal weniger wirklich mehr ist. Unnützes Wissen über mich. Ich sammle Fahrräder und Hawaii-Hemden und wirklich unnötig, ich habe Schuhgröße 43. Auf einen Kaffee würde ich am liebsten gerne mit Terry Pratchett gehen, das geht leider nicht mehr. Wenn ich es mir sonst aussuchen könnte, würde ich Tom Ritchie nehmen. Danke, einen schönen Arbeitstag.